Meine Damen und Herren, Außenstütze der Lately Show in Berlin. Das sind die Lately News. Alles andere draußen sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Manchmal, wenn man aus der Wohnung kommt und auf die Straße tritt, dann kann man ihn sehen. Ich meine nicht den Gerichtsvollzieher, der wieder vor der Tür herumlungert, sondern den Müll, der überall hingeworfen wurde. Dass man aber mit dem Müll sogar noch kreativer umgehen kann, hat uns nicht nur Andy Warhol nie gezeigt, sondern kann man in Berlin-Neukölln erleben, wo aus weggeworfenem Müll Kunst gemacht wird. Da soll mal einer sagen, dass Kunst nicht nur Müll ist, den sich nur keiner getraut hat wegzuwerfen. Denn in Neukölln sammelt ein Verein Müll ein und macht daraus Kunst. Jedoch sammelt der Verein nicht den normalen Hausmüll auf, sondern sucht nur nach Materialien von Messe- oder Bühnenbau, Wolle, Dekomaterialien, Stoffe und Kunststoffen aller Art. Also wenn du in Neukölln gerade deinen Hausmüll aus der 18. Etage aus dem Fenster geworfen hast, dann war es gerade nicht okay. Außer du hast den Müllsack ordnungsgemäß am Fenster entleert, dann ist es natürlich in Neukölln vollkommen okay, denn das ist dann schon eine moderne Kunstinstallation. Bad Hersfeld. Wenn ich früher mit meiner Tante Erna verreist bin, dann mussten wir an fast jeder Raststätte Halt machen. Zum einen, weil immer einer von uns auf die Toilette musste und zum anderen, weil Tante Erna wieder tanken musste, da sie immer gerne im zweiten Gang sportiv links außen gefahren ist. Hätten Frauen damals schon in der Formel 1 fahren dürfen, meine Tante Erna hätte alle dominiert. Selbst wenn sie alle 20 Runden eine kurze Kaffeepause eingelegt hätte. Etwas Ähnliches dachte sich auch der Fahrer eines LKWs, als er auf einer Raststätte Halt machte, um die Toilette aufzusuchen. Leider hatte er nur vergessen, die Handbremse zu ziehen. Und so rollte der LKW an den Toilettenhäuschen vorbei, in dem der Fahrer gerade Montezumas Rache verspürte. Bis der LKW auf die Autobahn fuhr, wo er schließlich umkippte und sich seine Ladung auf der Autobahn verteilte. Nämlich verdammt viel Klopapier. Genau dieses fehlte leider in dem Toilettenhäuschen, wo der Fahrer dies mit Erschrecken feststellen musste. Nicht der einzige Schrecken, den er an diesem Tag noch haben sollte. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Rom. Schon oft war Nutella Teil einer News hier bei mir. Sei es der Streik in Frankreich, der die komplette Nutella-Produktion in Europa lahmlegte und Eltern dazu brachte, ihren Kindern nun als Ersatz Nuspli anbieten zu wollen. Woraufhin diese von ihren eigenen Kindern sofort enterbt wurden. Dass aber auch erwachsene Kinder bockig sein können bei Nutella, hat nun Matteo Salvini, den man hier sehen kann, wie er Gott um etwas mehr Hirn anfleht, gezeigt. Denn wenn er nicht gerade an sich selber rumspielt, ist Matteo Salvini auch der Chef der Rechtsaußenpartei Lega Nord. Und als dieser hat er nun zum Boykott von Nutella aufgefordert, da Ferrero für die Creme türkische Nüsse verwendet und eben nicht mehr italienische. Der CEO von Ferrero, der zufälligerweise auch so heißt, nämlich Senor Ferrero, hat darauf recht überrascht reagiert. Denn Senor Ferrero dachte eigentlich, dass gerade Matteo Salvini klar sein sollte, warum Ferrero, also die Firma, nur noch türkische Nüsse dafür benutzt. Denn italienische Nüsse sind einfach viel zu klein. Und dem konnte sogar Matteo Salvini sofort zustimmen. Nazareth. Ich bin ja ein großer Fan von Videospielen. So habe ich mich schon als Baby durch Pac-Man gebissen und später als Heranwachsender bin ich wie ein Verrückter durch die Stadt gefahren, habe Rentner überfallen, die sofort Loot droppten und habe Nutten verprügelt. Und war dann sogar noch überraschter, als wenig später man das auch in Videospielen machen konnte. Nur habe ich mittlerweile ein Alter erreicht, wo man dann doch lieber in Rüstung rumrennt, Prinzessinnen befreit und in aller Ruhe ohne Stress Ton plündert. Auch manchmal als Videospiel. Wenn ich aber Lust hätte, nun das Leben von Jesus nachzuspielen, dann hat Entwickler Simulator M genau das richtige Spiel für mich. Denn sie haben zusammen mit dem Publisher Playway eine realistische Jesus-Simulation für den PC angekündigt. Natürlich nur für den PC, denn das ist die Master Race, während alle anderen in der Hölle verbrennen werden. Originalzitat vom Papst. Basieren soll das Spiel auf der Romanvorlage namens Neues Testament. Schade, ich hatte ja auf dessen Fortsetzung, das Neuere Testament, jetzt mit 90% mehr Löwenkämpfen gehofft. Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Servus in Bayern Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das
Felding Servus in Bayern Magazin nur vollgestopft mit Fake News. Ich bin ja ein großer Cineast und dementsprechend war ich beeindruckt vom Film 12 Years a Slave. Umso gespannter war ich nun auf die Magazinfortsetzung in Form von Servus in Bayern, die ich am Kiosk entdeckte. Denn als jemand, der über ein großes Latinum verfügt, das normalerweise dazu dient, dass dieser Schreibtisch nicht so wackelt, konnte ich natürlich Servus in Bayern sofort als Sklave in Bayern übersetzen. Und dank eines ausgeklügelten Plans, der die ARD deutlich unter 15 Millionen Euro kostete, konnte ich dieses Magazin am Kiosk klauen. Bester Coup seit Dresden. Aber als Fortsetzung zu 12 Years a Slave konnte Sklave in Bayern mich nicht vollkommen überzeugen. Ja, die Franken müssen immer noch Sklavenarbeit bei mehreren Münchner Fußballvereinen leisten. Aber das machen wir in Berlin doch schon seit Jahren. Der Franken-Kinderschmuggel blüht seit 1990. Ansonsten würde ja keiner mehr zu Heimspielen von Hertha BSC gehen dürfen. Deshalb sei gewarnt, Servus im Bayern Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort unter der Beobachtung meiner fränkischen Lustsklaven. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.